Vibolting ist ein Verein, der alte Routen saniert, Leute unterstützt beim Sanieren. Ja, es ist eigentlich ein Netzwerk von SaniererInnen in der ganzen Schweiz, das diesen alten Routen nachgeht und die alten, rostigen und unsicheren Häken mit neuem Material ersetzt. Und wir organisieren dann für die Leute neues Material, das sie zum Sanieren brauchen können. Wir haben aus der ganzen Schweiz etwas über 150 Mitglieder, die alle zusammen aktive Leute sind, die Sanieren oder die Sanierungsarbeiten unterstützen wollen. Wir haben zusätzlich natürlich x Gönner und wir haben auch Leute, die uns unterstützen von Herstellerfirmen in Form von Sponsoring. Ja, wir haben eigentlich beides. Gell? Wenn du klassische Überschreitungen hast gemacht hast, hast du ja meistens Materialbilder gehabt, dass du jetzt wieder so einen geschlagenen Haken wieder nachgeschlagen oder dass du wieder das Andur hast ausgewechselt. Das immer wieder, ja. Und auch, nein, da haben wir natürlich schon Freigegeben, die da noch neidisch waren und du hast die Routen neu kreieren. Und, ja. Das da hier kommt ja das Segment. Die Einstellung zum Klettern hat sich bei mir durch das Routensanieren recht verändert. Ich habe extrem viel gelernt, ob ich an einem Bolt trauen kann oder auch die Felsqualität. Wenn du mal mit dem Hammer abklopfen merkst du einfach, viel Zeug ist einfach hohl. Oder kannst irgendwie einmal draufschlagen und der Griff kommt weg. Und wenn jemand vor der Halle rauskommt klettern, muss sich die Person sicher bewusst sein, dass es nicht das Gleiche ist wie drinnen klettern. Wenn du draussen kletterst, bist du in der Natur. Also du hast eine andere Verantwortung. Also wenn du kletterst, liegt es an dir zu entscheiden, ob du das Express in den Bolt rein tun willst oder ob du umdrehst und gar nicht erst in die Route reinsteigst. Das ist eine Route von Dömi Ulrich und das ist unser Nachbar. Also ich habe noch einen persönlichen Bezug zu ihm. Wenn wir jetzt die Route heute sanieren, werden die Bolts mit der heutigen Qualität werden die auch so 40 Jahre drinnen sein. Und zu wissen, dass jetzt durch die Sanierung die Route noch einmal 40 Jahre Leben hat, also dass Leute jetzt die Route noch mal klettern können, das fängt schon. So 10 cm höher. Ist gut? Ja, finde ich super, ja. Ja, 25 Jahre ist das her. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich da je darauf angesprochen werde auf die Route. Es war eigentlich eine Fotoroute, wo ich gesehen habe, dass es dort eine geile Perspektive ist und schöne Bilder gibt. Und ja, dass jetzt heute die Leute überhaupt darauf klettern, das hat man damals eigentlich gar nicht gedacht. Aber das ist der Normallauf des Lebens, alles geht vorwärts. Auch die Bohrhäken rosten und auch die muss man dann eben auswechseln nach ein paar Jahren. Ja, also wir sind schon Chardossinien klettern, Regen Nordwand, und haben ziemlich schnell gemerkt, dass das Material recht in die Jahre kam. Das ist eine 30-jährige Route und die Stände waren vor allem recht marod und auch gefährlich. Und haben gefunden, die müssen wir sanieren, die Route. Und dann haben wir uns mal ein bisschen abgesprochen mit den Locals und haben dann auch den Erschliesser angerufen, sie kontaktiert, um ihnen das vorzuschlagen. Und sie haben dann gefunden, das sei eine gute Idee und sie würden es auch noch gerne selber machen. Sie trauen sich das zu nach all diesen Jahren. Vor allem auch, weil es ihnen eben wichtig ist, dass der Charakter der Route auch nach der Sanierung so ist, wie sie sich das vorstellen. J'ai toujours considéré que les guerres, c'était un peu le reflet de l'histoire de l'alpinisme, bien sûr au début, puis après de l'escalade.
c'était quand même une des premières voies qu'on a ouvertes avec la perceuse. Avec la perceuse, Il y avait la oui. sanction d'abord, avant, avec la perceuse. Et 91, 92. 91, 92, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est une mission, c'est une phase de 900 mètres, il y a des dizaines, enfin 22, 23 longueurs, je ne sais plus. Et donc on avait décidé de faire les relais pour qu'au moins les relais soient en scellement, propres, bons, sécurisés et tout. Moi je trouve toujours intéressant quand les équipeurs ils se disent on va essayer de... Ouais, on a la responsabilité quand même de ce qu'on donne aux générations suivantes. Il faut dire que la saison de Léguerre, elle fait un mois et demi au maximum chaque année, parce que jusqu'à mi-juillet, il y a des coulures d'eau, là, ça fond. Puis Oui, ça te- début septembre, c'est déjà glacial et tout. Ja, leider haben dann der Dani und der Michel, als sie Zeit hatten, um zu sanieren, sehr schlechte Bedingungen angetroffen mit Schnee und Eis. Und sie mussten dann das Unterfangen abbrechen. Das Wetter hat dann wieder gedreht, es ist wieder schön geworden. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wir könnten eigentlich auch selber nochmal sanieren. Und wir haben dann nochmal Kontakt aufgenommen mit dem Dani und dem Michel, haben uns getroffen und haben genau besprochen, wie wir die Route sanieren können. Und sie haben gemeint, man soll einfach den Charakter der Route nicht verändern und vor allem die Stände sanieren. Und an jedem Stand sicher einen Klebhaken setzen. Pour les rééquipements, c'est toujours intéressant de regrimper les longueurs, de les évaluer de nouveau, justement le matériel a changé et tout, et de faire le rééquipement en fonction. Marche encore, puis ça départ. Vraiment en bas, ça fait tout autour de mon bras. Also unterstützen kann uns natürlich jeder einzelne Kletterer, indem er eine Einzahlung macht, wo wir dann das Material davon wieder kaufen und weitergeben. Was er bekommt, ist Informationen über die neuesten sanierten Routen und er bekommt natürlich eine Route, die relativ im Verhältnis von den Informationen her gesehen safe ist. Ja, da gibt es auch so viele Anrufe da. So. Ah, das ist so geil! Muss halt rauf. Au troisième relais, je veux un speed, je veux pas le speed et tout. Allez. Können wir noch mal von vorne? Das ist starker Bohrhaken, 316 Elfstand.